das dreckigste Fahrzeug hier auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Uns wurde schon gesagt, alle anderen Autos sind immer perfekt poliert und strahlen von vorne bis hinten. Und dieser Camper, ja, der hat schon was erlebt, oder? Ja, wir haben ihn mal probiert, authentisch hier hinzustellen. Also wir stehen ja wirklich sehr für den Offroad-Einsatz der Fahrzeuge und sieht natürlich cool aus. Uns war aber auch wichtig, dass das Ganze entsprechend authentisch rüberkommt, dass man sich vorstellen kann, was kann ich mit so einem Auto machen. Ja, ich mag's schmutzig. Das gilt nicht für mich, das gilt für dieses Fahrzeug, aber wer weiß. Ja, Terra Camper, stell dich doch mal kurz vor und stell mal Terra Camper kurz vor. Genau. Ich bin der Lars von Terra Camper. Ich habe mit meiner Frau zusammen die Marke vor 5 Jahren übernommen. Wir waren vorher selbst Kunde gewesen und haben jetzt komplett die Firma neu aufgebaut, machen um die 20 Fahrzeuge im Jahr, sitzen in der Nähe von Kassel. Ja, und hier haben wir einen VW Bulli, der entsprechend für das Offroad-Leben ausgebaut ist. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erklären. Also der Dreck ist natürlich nicht immer inklusive, dafür muss man sich selbst drum kümmern. Aber Terra Camper, ich finde allein schon die Optik ist natürlich, das lässt, glaube ich, jedes Offroad-Herz höher schlagen, oder? Ja. Nein, also wir machen wirklich den Komplettumbau vom Fahrzeug, vom Fahrwerk bis zum eigenen Dach obendrauf. Beim Möbelbau achten wir darauf, das sind wirklich Möbel, die sind pistenfest. Da kann ich mich draufsetzen, da kann ich mich draufstellen, das macht denen überhaupt nichts. Und da quietscht und klappert nicht alles, sobald ich mal über die erste Bodenwelle fahre. Ja, alles funktional. Also wir haben schon andere Fahrzeuge gesehen, da wird der Fokus auf Design natürlich gesetzt. Aber hier, wie du sagst, dieses Fahrzeug ist absolut Offroad-tauglich. Da fällt nichts raus, da klappert nichts und das sieht man auch. Da hat alles so ein festes System. Vielleicht erklärst du uns das System mal ein bisschen näher. Genau, also Grundaufbau ist es, wir arbeiten mit einem Alurahmen, wo entsprechende HPL-Kompaktplatten eingeklebt werden. Das ganze System ist komplett wasserdicht. Das ist ein super kratzfestes Material. Also da leiden eher meine Fingernägel als die Platte. Wir haben entsprechende Verschlüsse, die darauf ausgelegt sind. Ich muss aufmachen und drehen, damit eine Klappe aufgeht, damit nicht einfach mal auf der Piste auf einmal mehr mein kompletter Schrankinhalt im Auto liegt. Ja. Trotzdem immer darauf geachtet, dass es auch in der Nutzung alles da ist, wo ich es brauche. Vielleicht kannst du mal reingehen und ein paar Schubladen öffnen. Wir fangen mal kurz einmal von hier an, weil das von außen halt auch sehr interessant ist. Kühlbox komme ich sowohl von außen als auch von innen entsprechend dran. Und auch hier wieder Dometic ist mit dabei. Ne? Da kommt man, glaube ich, als Camper auch kaum drum rum, oder? Ja, die haben sich gut aufgestellt mittlerweile. Weiter geht's oben drüber, auch eine Geschirrschublade. Das heißt, ich brauche einen Teller, ich gehe direkt hier von außen dran, muss gar nicht mit meinen dreckigen Schuhen ins Auto. Und das Konzept habt ihr entwickelt oder habt ihr da einen Hersteller, mit dem ihr Nein, das also ich baut? sag mal, wir machen alles bei uns im Haus. Auch komplett den Möbelbau, die Konstruktion, die Fräsarbeiten, das passiert alles bei uns. Dementsprechend kann auch jeder Kunde hier individuelle Farben wählen, kann auch teilweise noch Anpassungen an den Möbeln mit bestellen. Und es sind am Ende alles Unikate. Also so eine Art Baukastenprinzip, das heißt, das, was ich brauche, das kann ich kommunizieren und dann wird das auch entsprechend eingebaut. Genau. Ja, hier haben wir ein VW-Fahrgestell mit Aufstelldach. Das ist auch optional oder gehört das immer dazu? Man muss keins nehmen, aber wir haben bisher erst ein Fahrzeug ohne Aufstelldach gebaut. Also eigentlich gehört es dazu. Und die meisten sind auch mit dem, wie hier verbaut, unserem eigenen Aufstelldach aufgebaut. Und was würdest du sagen, dieses Fahrzeug ist so für 2 Personen ausgelegt, oder? Genau, für 2 bis 3, also 2 Erwachsene, ein Kind geht noch ganz gut. 3 Erwachsene muss man sich schon sehr gern haben. Ja, Offroad. Und ich habe ein süßes Tierchen entdeckt, ein kleiner Waschbär. Hat hier die Messe im Blick. Ja, unser kleines Maskottchen, wir haben ja in Kassel doch so eine dezente Plage davon. Und bisschen Sarkasmus. Die sind doch so süß. Ich finde ja, wir waren bei anderen Herstellern und da hat man sich innen drin eher an so Yachten vom Design orientiert. Hier, das erinnert mich ein bisschen an Flugzeugbau. Ja, auch von System, wie es modular aufgebaut ist. Ist gar nicht so weit her. Also auch zum Beispiel die Verschlüsse findet man ab und an auch in Flugzeugküchen. Ja. Also es ist halt wirklich, wenn man beim Thema Leichtbau guckt, gibt es nicht viel, weil das ist der nächste Punkt, der wichtig ist, wenn ich ins Gelände will. Gewicht ist
einfach tödlich. Je mehr Gewicht auf dem Fahrwerk ist, desto mehr leidet das und der Rest vom Fahrzeug auch. Und wie tief kann ich ins Wasser fahren? Ich glaube, Watttiefe heißt das, Ja, oder? genau. Bei dem Fahrzeug haben wir eine Umrüstung. Wir haben den Schnorchel für die Ansaugung vom Motor. Wir haben Getriebe, Differentialentlüftung höher gelegt, als auch für die Standheizung. Wir können um die 80 cm Wasserdurchfahrt machen. Komm, wir gehen einmal drum rum, dass wir noch mal die Front sehen. Ich glaube, VW-Fans sind so auch schon Fans von dem Bulli. Und wir haben Allradantrieb, richtig? Ja. Kleine Und- Frage. Ja, Wie gerne. habt ihr denn den jetzt so dreckig bekommen? Die Frage Das aller ist Fragen. etwas Kunst. Wenn ich jetzt sage, dass das Schlammloch nicht mal halb so groß war wie der Stand, dann kann man sich überlegen, wie viel Aufwand das war. Ja, es gibt ja mittlerweile sogar so Dreck aus der Dose, den man aufspülen kann für Leute, die zwar einen SUV fahren, aber nicht durch den Dreck fahren. Aber es soll natürlich trotzdem so aussehen, als wäre Ja. man durch den Dreck gefahren. Ne? Die Frage kriegen wir auch öfters. Ist das dran geworfen? Ist das draufgesprüht? Ist das lackiert? Ja, aber man sieht schon, ne, der Reifen, der hat sich hier mal gedreht. Der Dreck Ja. hat auf jeden Fall seinen Weg gefunden. Und hier sind natürlich Vorrichtungen, falls man dann doch mal im Dreck stecken bleibt, kann Genau. man sich auch noch mal rausziehen lassen. Richtig. Dann kommt dann der Bagger, der Bauer mit dem Traktor und dann geht's weiter. Könnte ich, ja, da drüben. Ich wollte nämlich gerade fragen, könnte ich auch eine Seilwinde daran montieren? Und wir Ja. sehen das bei dem anderen Modell. Wir haben hier eine G-Klasse. Ich habe schon auf die Preisliste gespickt und dieses Modell ist unverkäuflich. Die G-Klasse ist natürlich begehrt, ist natürlich ein Unikat und wirklich ein Hammerfahrzeug. Und so wie es hier steht, ist es natürlich noch mal, also Wahnsinn. Ja, ist hier bei der G-Klasse bieten wir nur rein den Ausbau an. Bisher bei den Bussen haben wir es so, da bieten wir ein Komplettpaket mit Fahrzeug an. Hier basieren wir auf dem alten Modell der G-Klasse, die es ja nur noch als Gebrauchtwagen gibt. Dementsprechend können wir da kein Komplettpaket anbieten. Daher auch Fahrzeug unverkäuflich, es geht um den Ausbau. Aber das geht natürlich nicht nur mit der G-Klasse, sondern diejenigen, die vielleicht noch einen Defender haben oder jetzt kommt Grenadier heißen die, gell? Grenadier, genau. Die könnte man natürlich auch noch entsprechend Offroad-tauglich, oder die sind ja schon Offroad-tauglich, aber noch Offroad-tauglicher machen und auch Camping-tauglich, dass man nicht nur in den Dreck fahren kann, sondern vielleicht, wenn man das Bedürfnis hat, auch noch im Dreck wohnen kann. Genau, also Defender sind wir so ein bisschen am gucken, was an Rückmeldungen kommt. Den Grenadier haben wir schon bei uns stehen, der ist auch schon 3D vermessen, da wird es noch was geben, da sind wir noch ein bisschen am Tüfteln. Gibt es ein bisschen Probleme mit der etwas geringeren Innenraumhöhe. Ja, okay. Ja, auch hier wieder so ein modulares System. Das kann ich im Prinzip einmal komplett einschieben und Ja. im Fahrzeug verstauen. Genau, das klappt man hier einfach einmal schnell ein. Dann schiebe ich den Kocher weg. Wow, Schon ist der ganze Schrank weg und ich kann losfahren. perfekt. Also optimal untergebracht. Auch hier haben wir noch mal ein Dachzelt oder ein Aufstelldach. Ja, in dem Fall jetzt wirklich Dachzelt. Es gibt auch ein Aufstelldach für die G-Klasse, aber es ist meistens in dieser Fahrzeugvariante eher so bei den Geländewagen, dass das Dachzelt bevorzugt wird. Gerade weil man auch individuell sein Wunschdachzelt aussuchen kann. Trotzdem haben wir hier darauf geachtet, dass wir noch eine Notliegefläche innen machen können. Dass man sagen kann, ich kann bei wirklich schlechtem Wetter, es ist draußen laut, windig, zu nass, einfach auch noch mal zu zweit drinnen schlafen. Ich habe auch hier die Möglichkeit, zu zweit drin am Tisch zu sitzen, dass ich halt einfach das schlechte Wetter mal ausblenden kann. Oder aussitzen, ne? Genau. Aber auch hier habt ihr eine andere Farbe gewählt, gelb und helles Grau. Sieht auch sehr schick aus. Genau. Das ist wirklich immer rein nach Kundenwunsch dann wählbar, auch beliebig kombinierbar. Wir haben sogar selbst hier in dem kleinen Auto geschafft, noch eine Toilette mit unterzubringen. Ah, ein Porta Potty. Ja, nicht ganz, ist eine Eigenentwicklung, auch als Trockentrenntoilette. Aha, Alles dabei, was ich brauche. Hier habe ich direkt mein Klopapier. das ist ja witzig. Muss nichts suchen. Cool, mega. Also ich bin Fan. Hast du noch Fragen? Mich erinnert auch so, ich hatte ja vorhin schon so Ja. Flugzeugbau als Vergleich. Ich finde es aber auch vom Design her so ein bisschen Bauhaus, so mit Primärfarben, Ja. mit einzelnen Form follows Function. Den Gedanken sehe ich hier drin sogar auch ein bisschen. Genau, das wenn man ist, das möchte. wir wollen praktikable Fahrzeuge.
klar, man kann das immer noch machen, dass es trotzdem ein bisschen schicker aussieht. Dass man auch gerade mit seiner Wunschfarbe so sein eigenes Fahrzeug draus macht. Aber Funktion liegt wirklich im Vordergrund. Ja, wir gehen noch einmal drum rum. Ein Ersatzrad ist natürlich auch mit dabei. Und wofür ist das hier? Das kann ich jetzt hier nochmal als Außentisch nutzen. Ich habe hier an der Außenseite noch Airline-Schienen. Da könnte ich jetzt auch noch zum Beispiel einen Wasserkanister mit zusätzlich anbringen. Und ansonsten habe ich hier eben das Aufstellfenster, was damit dann noch abgedeckt wird. So, dann gehen wir noch einmal drum. Terra Camper auf dem Caravan Salon Düsseldorf. Ja, wir zeigen noch mal das dreckigste Fahrzeug hier auf der Messe. Aber Flo hat schon erzählt, immer wenn wir von der Messe kommen, laufen wir durch diese Halle und dieses Auto hat immer unsere Aufmerksamkeit angezogen. Cool sind auch die, ja, ich sag mal, die fetten Scheinwerfer oder die fetten Leuchten, dass man da auch wirklich, uns wurde gesagt, dann ist es gut, falls man mal einen Huppel vor sich hat, dass man den auch rechtzeitig sieht und nicht schon erst, wenn es zu spät ist. Richtig. So, noch einmal hier an der Seite waren wir auch noch gar nicht. Hier sieht man auch noch mal schön das Aufstelldach und die Möglichkeit natürlich, das dann auch noch mal zu öffnen, dass ich auch einen Blick nach draußen habe, oder? Unter anderem den Blick. Es kann ich aber auch, der Zeltstoff liegt jetzt einfach unten für schlechtes Wetter zumachen. Funktion ist einfach, ich habe im gesamten Fahrzeug 2 Meter Stehhöhe. Das Dach baut etwas höher. Dafür haben wir Platz für eine 8 cm dicke Matratze. Als auch, ich kann mein ganzes Bettzeug oben im Dach liegen lassen, wenn ich es zuklappe, was bei den restlichen Aufstelldächern einfach nicht passt. Und wenn ich jetzt so einen Aufbau von euch haben möchte oder so einen Umbau, für welche Fahrzeuge ist das noch mal möglich? Also wir haben hier den VW, wir haben hier die G-Klasse, du hast schon gesagt, Grenadier ist mit dabei. Gibt es noch mehr? Also zum Beispiel hier so ein komplett Umbau oder, weil das hast du ja gesagt, ist ein Aufbau, da wird das Fahrzeug quasi bei euch in die Werkstatt geliefert und hier das baut ihr komplett um. Geht das nur für VW oder auch für andere? Aktuell nur für VW, wird es in Zukunft noch für den neuen Ford Transit Custom geben. Und wir haben jetzt noch einen Restbestand an Fahrzeugen auf VW, dass wir da noch was bauen können. Genauso ist es aber auch möglich, mit einem T5, T6, T6.1 zu uns zu kommen und dass wir den umrüsten. Cool. Also es muss nicht ein Neufahrzeug sein. Sehr schön. Wo ist noch mal euer Sitz? Wir sitzen in Calden bei Kassel. Da haben wir jetzt unsere Produktion. Wir haben sogar auch einen kleinen eigenen Offroad-Park, dass wir auch mal vorführen können, was kann so ein Fahrzeug. Insbesondere die Busse werden ja gnadenlos unterschätzt, was ihre Offroad-Fähigkeit angeht. Und dass man da einfach noch mal zeigen kann, da geht doch bedeutend mehr, als viele sich vorstellen können. Da geht einiges. Wir gucken noch einmal kurz hier rein. Hier haben wir jetzt die grüne Farbwelt gewählt, auch noch mal ein bisschen anders. Wir sehen zum Beispiel da hinten ein Waschbecken und. Also ich finde es richtig cool. Vielleicht kannst du noch kurz was zur Technik sagen, weil die ist ja auch hier vorne direkt. Ja, wir haben bei der Technik versucht, es relativ simpel zu halten. Keine App-Bedienung oder sowas. Sind alles Themen, die, wenn ich irgendwo mal weiter unterwegs bin, wenn mir das ausfällt, habe ich als Kunde verloren. Da kann ich mir nicht helfen. Es sind bewusst einfache Schalter, aber es sind sogar Schalter mit integrierter Sicherung. Das heißt, wenn da mal was passiert, verfehlt mir nicht gleich die passende Sicherung dafür, sondern einmal aus, wieder angeschaltet und es geht weiter. Und welche Heizung oder Klima haben wir hier? Ist da noch zusätzlich was mit dabei? Wir haben immer eine Standheizung bei den Fahrzeugen, eine Luftstandheizung, Dieselbetrieben. Klimaanlage braucht man bei den Fahrzeugen mit Aufstelldach nicht. Hier haben wir auch ein riesen Mückennetz zum Lüften. Ich habe sogar bei dem Fahrzeug die 2 Schiebetüren, die Heckklappe. Das reicht. Da ist die Klimaanlage überflüssig. Ja, der Florian zeigt noch mal das Dach. Und euer Maskottchen, hat das einen Namen? Nee. Nee, dann vielleicht ein Aufruf an die Zuschauer, wenn ihr eine Idee habt für einen süßen Namen für das Maskottchen von Terra Camper, dann tobt euch aus. Ja. Wir sind auf dem Caravan Salon Düsseldorf. Komm, wir gehen noch mal hier hin. Ja, gerne. Zu unserem Liebling. Der hat schon ein bisschen was mitgemacht. Hat er auch tatsächlich schon was mitgemacht? Hat er ein paar Kilometer auf dem Tacho? Er hat jetzt nicht allzu viel, aber auch gerade zum Beispiel, ich hatte es ja gesagt, mit unserem Offroad-Parcours, da musste er sehr viel herhalten, dass wir da die Strecke entsprechend bauen konnten und so weiter, die ganzen Probefahrten. Also er wird schon regelmäßig auch im Gelände bewegt. Gut, also du hast schon... Ich hätte auch schon einen Namen für den Waschbären. Terry. Ja. Terry. Der Terry nicht von ganz falsch. Terra Camper. Das ist doch super. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass wir uns hier umschauen durften. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch bitte ein Like, kommentiert, ob euch Terry für den Waschbären gefällt oder vielleicht habt ihr andere Ideen.
und abonniert German Television. Ja, danke schön nochmal und noch viel Erfolg auf der Messe. Danke. Und bis bald. Ja. Tschüss.